Heute sprechen wir über meine Langzeiterfahrungen mit dem Simetic K2R Cockpit. Weiters bringt Simetic eine neue Sidebar-Option ans Rig und somit alternative Befestigungsmöglichkeiten, die wir uns näher ansehen werden. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Simetic hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Das K2R Cockpit samt OMP First Rennsitz kann in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter von euch unter die Lupe und getestet werden. Buchen und besuchen heißt die Devise. Klickt bei Interesse den Link oben rechts. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Aus meinem Kanal kennt ihr bereits einige Videos zu Simetic-Produkten. Klickt auf Videos und holt die Reviews zum K2 oder K2R bei Bedarf nach. Letzteres habe ich euch vor etwa 1,5 Jahren sehr ausführlich vorgestellt. Der Link hängt oben rechts mit bei. Kapitel Nummer 2, Preise und Zubehör. Das K2R Cockpit kostet Stand November 2022 479 € exklusive Steuer und ist in Schwarz oder Weiß sowie in diesem Review gezeigt erhältlich. Das optional erhältliche Zubehör habe ich euch damals sehr genau vorgestellt. Neu hinzugekommen ist eine Sidebar, die um 65 € exklusive Steuer in den nächsten Tagen erhältlich sein wird. Kapitel Nummer 3, die Montage. Einfach erklärt wird die massive Flanschplatte unterseitig mit dem Rig verschraubt. Über die Aluminiumprofilstrebe wird die Verbindung zur Oberseite des Profils hergestellt. Die Abdeckkappe wird entfernt und innenseitig des Profils ein Bracket mit Muttern eingehängt. Darüber wird dann die Verbindung zur Sidebar hergestellt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, das sind die technischen Details und die Kompatibilität. Bei der Sidebar handelt es sich um ein pulverbeschichtetes Aluprofil, 80 x 40 mm. Die untere Flanschplatte ist 10 mm und die obere 6 mm dick. An die Sidebar kann dann diverses Zubehör angeschraubt werden. In meinem Fall habe ich den Shifter Support angebracht. Darunter wäre beispielsweise noch Platz für den Maus- oder den Keyboard Support. Kapitel Nummer 5, die Einstellungsmöglichkeiten und die Ergonomie. Sehen wir uns sämtliche Möglichkeiten am besten live am Rig an. Gucken wir uns das Simetic K2R nochmal in der Detailaufnahme genauer an und sprechen dann über die neu hinzugekommene bzw. optional erhältliche Sidebar. Ihr habt mit dem Simetic K2R, so wie ich euch dies damals sehr ausführlich reviewt habe, so ein Mix, so ein Hybrid-Rig bestehend aus einer Konstruktion von rechteckigen Rohrprofilen. Die seht ihr hier bei mir, das K2R in der Farbe Weiß. Das heißt, ihr habt hier diese Rechtecksrohrprofile in Weiß eingefärbt. Ihr habt diese seitliche Abdeckung hier ebenso in Weiß mit diesem Simetic-Schriftzug und diesen Farbapplikationen. Und wenn ihr hier dann unten durchschaut, beziehungsweise hier seitlich rein, ich filme euch das dann, habt ihr so einen Vorderbau, der hier beginnt, innenseitig verschraubt mit diesem dazugehörigen Verlängerungsaufbau, auf dem dann euer Sitz bzw. eure Sitzschienen, die Sitzkonsole und der Sitz verschraubt wird. Das ist so die Grundkonstruktion. Ihr habt ein geteiltes Design, ihr habt dann ebenso dieses Rechtecksrohrprofil hier in diesem Winkel angestellt und über diese Flanschplatte hier mit dem Grundrahmen verbunden. Was für euch noch wichtig ist oder für die Stabilität ist, ihr habt dieses rote Querprofil hier durchgehend verschraubt mit diesem Basisrahmen und oberseitig dann eine Komplettkonstruktion bestehend wiederum aus einem Querprofil, das ist dieses schwarze hier, mit der entsprechenden Aufsetzplatte bzw. der Platte für die Befestigung eurer Wheelbase. Da könnt ihr auch einen Direct Drive Mount von Simetic bestellen, der geht dann so seitlich hoch. Könnt ihr beispielsweise eine Podium Wheelbase hier von der Seite mit so Winkel verschrauben. Auch das habe ich schon mal gezeigt. Was gibt es noch zu sagen? Ihr habt relativ viele sehr einfache Verstellmöglichkeiten. Hier mit diesen Schrauben unterseitig, die ihr dann aufschraubt und entsprechend den kompletten Aufbau für die Wheelbase-Aufnahme nach vorne und nach hinten schiebt. Bei der Pedalaufnahme wiederum eine Hybridkonstruktion. Hybrid deswegen, weil ihr habt so einen Mix wiederum aus Aluprofilen, das seht ihr hier, auf die ihr dann direkt
eure Pedale montiert. Ich drehe euch mal diese Cam etwas hier zu. Das könnt ihr hier gut sehen. Ihr habt hier seitlich diese Aluprofile und dann die entsprechenden Querstreben, die dann wiederum mit den Pedalen verbunden werden, um dann entsprechend hier komfortabel ergonomisch unterwegs sein zu können. Mit 2 Schrauben, je links, je rechts, löst ihr dann diese Querprofile und könnt dann eure Pedale entsprechend nach vorne oder nach hinten sliden. Gehen wir jetzt zurück zu dem neu hinzugekommenen optionalen Zubehör, dieser Sidebar. Ihr habt hier so ein Aluprofil, Länge 400 irgendwas Millimeter. Das ist ein 80 x 40er Aluprofil, Standardware, die Simetic hier pulverbeschichtet hat, in schwarz pulverbeschichtet. Die wird so mit dem Cockpit verschraubt, dass du hier mit dem Grundrahmen über diese 1 cm dicke Flanschplatte, die direkt hier durchgeschraubt und hier seitlich verbunden wurde, beziehungsweise oberseitig seht ihr hier über 2 Schrauben, das ist eine 6 mm dicke Flanschplatte, die dann hier innenseitig in dieses Rohrprofil durchgeht bzw. durchgeschraubt wird. Da hast du so eine Einhängeplatte, die innenseitig mit 2 Muttern versehen ist, und über diese Einhängeplatte hast du dann entsprechende Muttern innenseitig, wo du dann die Schrauben hier anziehen und dieses Ding befestigen kannst. Du hast dann hier eine perfekt abgestützte Sidebar, eine Seitstrebe, die eben von der Oberseite des Rahmens bis zur Unterseite durchgängig abgestützt wird, und du kannst dies auch hier gut erkennen. Du hast klarerweise, wenn du jetzt hier so einen Shifter bewegst, in diese Richtung nach unten bzw. nach oben, keinen Flex, keine Verwindung, da hier eine durchgehende Strebe direkt mit dem Rahmen verbunden wurde. Was du klarerweise immer noch etwas hast, spürbar, ist möglicherweise ein seitlicher Flex. Den kannst du nicht komplett ausschließen, aber gerade diese Up-Down-Shifts in diese Richtung oder wenn du mit dem kräftigen sequentiellen Shifter unterwegs bist, damit wirst du absolut keine Probleme haben. Ein Vorteil dieser Sidebar, dieser neu hinzugekommenen, verglichen mit dem damaligen System, du hattest damals für deine Shifter-Aufnahme lediglich dieses Bracket hier auf dieser Seite, dieses Bracket mit diesem U-Profil, worauf dann entsprechend ein Shifter hier von unten weg, die Handbremse ist bei mir direkt am Shifter montiert, hier bei Fanatec montiert wird. Dieses Konzept, dieses Optionale, das kaufst du dazu und dann kannst du dich entscheiden, ob du jetzt diesen Shifter-Holder oder Handbrake-Holder mit dieser Flanschplatte und hier direkt jetzt an den oberen Grundrahmen verschraubst oder ob du jetzt diese Sidebar orderst, eben dieses Konstrukt, und dann deinen Shifter-Holder, das heißt dieses Teil hier, direkt an die Sidebar verschraubst, und somit hast du natürlich mehr ergonomische Möglichkeiten. Du kannst jetzt hier über das Lochbild entsprechend hier nach oben sliden, nach unten sliden, die ist tiefer montiert, so wie in einem Fahrzeug ein Shifter etwas tiefer montiert halten, oder für mich ergonomisch, das sehen wir uns dann im Rennstreckentest noch an. Ich habe gern so einen Handbrake und eine Shift auf Höhe von meinem Lenkrad montiert, um hier sehr schnell umgreifen zu können, shiften zu können und ergonomisch unterwegs sein zu können. Das macht jetzt einen Vorteil, du hast eine weitere Möglichkeit, du kannst jetzt auf dieser Sidebar noch entsprechend, das siehst du hier, über die Nutensteine und Schrauben noch andere Peripherie befestigen, beispielsweise wie bei mir der linksseitig jetzt montierte Mausholder für eine Maus oder eine Tastaturablage, oder du schnappst dir selbst irgendwelche Aluprofile und zimmerst dir hier nach deinen Präferenzen irgendetwas ran. Auch dies gelingt sehr einfach, und eben ein Vorteil von dem Aluprofil, in dem Fall von dem Hybrid-Rig, dass die Vorteile von Aluprofillösungen wie bei der Fuß- bzw. Pedalaufnahme mitbringt und hier mit dieser Sidebar und gleichzeitig dann nicht diesen sehr starken Aluprofil-Look aufkommen lässt, weil du hier eben ein geschlossenes, rechteckiges Rohrprofil-Design mit Abdeckplatten, mit etwas einem anderen Design am Start hast, als eine reine Aluprofil-Konstruktion. Wir sehen uns das Ganze dann die Funktionsweise noch im Rennstreckentest an. Ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig und weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Materialauswahl und die Verarbeitung. Auch dieses optionale Zubehör wurde wie bei Simetic gewohnt sehr sauber verarbeitet. Die Beschichtung ist fehlerfrei aufgetragen und die Zuschnitte sind passgenau. Die Materialdicken sind sehr massiv ausgeführt und bieten eine sehr stabile Befestigungsmöglichkeit für Zubehör bzw. Peripherie jeglicher Art. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel Nummer 7, das ist der Rennstreckentest.
Lasst uns über alles live auf der Strecke sprechen. Bis gleich. Im heutigen Rennstreckentest sind wir mit Assetto Corsa unterwegs, mit einem alten BMW M3 E30. Hier klassisch über eine H-Schaltung mit Kupplung, allen 3 Pedalen unterwegs. Was ist jetzt derzeit hier bei mir im Testcenter auf dem Simetic K2R montiert? Ich habe hier wechselweise die Fanatec DD Pro, die viele von euch bei mir testen wollen, vergleichen wollen, oft mit der Mosa R9 hier auf dem Rig montiert, beziehungsweise die Camus DD15 Wheelbase, je nachdem. Das Simetic K2R Rig, ein Rig, das diese Kräfteverhältnisse, ich habe sie getestet, damals mit Simucube SC2 Pro 25 Newtonmeter, hier wunderbar klarkommt. Das heißt Direct Drive Wheel kompatibel bis hinauf zu extrem hohen Kräften. Kein Problem mit Simetic K2R. Was haben wir hier jetzt noch am Start? Wie gesagt, Fanatec DD Pro mit dem Boost Kit, dann hier montiert einen Clubsport Hub mit Forza Motorsport Lenkradkranz drauf und hier eben diesen üblichen H-Schaltungsshifter von Fanatec, an dem ihr seitlich montiert dann mit der Handbremse unterwegs sein könnt. Bei den Pedalen bin ich jetzt gerade noch am Testen mit der neuen Fanatec Elite V2. Auch hierzu wird es ein Review geben für euch. Aber jetzt zurück zum Simetic K2R bzw. zu diesem neu hinzugekommenen Sidemount. Wie vorher besprochen, könnt ihr gut erkennen, für mich eine sehr ergonomische Position, wenn ich jetzt in einem Fahrzeug unterwegs bin und hier die Hände am Lenkrad habe. Der kürzestmöglichste Weg zu meinem Shifter bzw. zur Handbremse ist eben direkt neben dem Lenkrad. Ich habe hier in Millisekunden, zack, bin sofort am Shifter, kann die entsprechenden Gänge einlegen und das ist für mich eine sehr ergonomisch, sehr angenehme Position, bei der ich auf der Strecke, wenn ich jetzt hier mit H-Schaltungsmodus oder sequenziell unterwegs bin, keine Zeit verliere. Was ich auch immer wieder nutze, ist beispielsweise Rallye. Bei Rallye empfiehlt es sich klarerweise immer eine analoge Handbremse hier am Start zu haben, die ihr dann fein dosieren könnt. Und auch hier, wenn ihr dir direkt neben den Shifter montiert habt, du legst einen Gang ein, schaltest von der Kurve runter und hast sofort deine Handbremse griffbereit. Auch hier ergonomisch sehr angenehm. Du kannst dann dies entsprechend, wie du möchtest, konfigurieren bzw. hier an deine Bedürfnisse einpassen. Du kannst jetzt mit dieser kompletten Konstruktion, das heißt mit dem Shifter Holder, entsprechend hier der Aluprofil nun nach unten sliden und den Shifter hier tiefer montiert haben. Eine andere Möglichkeit, die du noch hättest, wäre jetzt, wenn du, ich bleibe mal hier kurz stehen, damit ich euch dies erklären kann. Du könntest beispielsweise jetzt mit deinem Shifter Holder diesen nach außen gesetzt montiert haben. Das heißt, du kommst mit diesem Gesamtpaket jetzt hier um gut 10 cm weiter nach außen, hättest hier dann Platz, hier runter zu sliden und hättest hier tief wie in einem Fahrzeug montiert, in einem klassischen Fahrzeug, hier die Schaltkonsole auf Höhe deiner Sitzfläche. Auch diese Möglichkeit hast du. Du könntest eben dieses Bracket jetzt hier nach außen setzen oder wiederum von innen verschrauben, ganz nach innen setzen, so wie in meinem Fall, nach oben, nach unten sliden. Du hast dann auch hier noch die Möglichkeiten über das Langloch, da hänge ich euch noch ein Foto mit rein, hier über diesen Winkel zu gehen, das heißt mit der Sidebar etwas nach vorne zu sliden, etwas nach hinten zu sliden. Auch diese Möglichkeit bietet sich dir. Also ich würde jetzt mal sagen, in diesem Fall, du könntest hier übers Langloch hier an die Befestigung gehen. Auch diese Möglichkeit bietet sich. Das heißt von meiner Seite her sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die eben so eine Aluprofil-Sidebar mit sich bringt. Und wie fühlt sich das jetzt im Rennstreckentest an? Ihr seht jetzt in dieser Achse, das heißt Up- and Downshift, über die abgestützte Bar habt ihr absolut keinen Flex hier zu vernehmen. Das ist einfach besser geplant, gelungen, konstruiert als eine freischwebende Konstruktion, wo du immer wenn du jetzt im Speziellen hier beim Upshift oder beim Runterschalten, je nachdem, dann einen entsprechenden leichten Flex über so eine Konstruktion hast. Das hast du über eine abgestützte Bar, die mit dem Grundrahmen verbunden ist, klarerweise nicht. Was du etwas verspürst, ist ein leichter seitlicher Flex. Den bekommst du mit so einer Konstruktion nicht ganz weg. Das hast du hier über eben dieses Bracket, das jetzt nicht zu 100% die Stabilität mitbringen kann, wie so ein dickes Aluprofil. Das muss dir bewusst sein. Das heißt, du hast seitlich etwas Spielraum, das muss dir bewusst sein. Aber ich würde jetzt mal sagen, das bewegt sich in einem Rahmen, der dich jetzt
auf der Rennstrecke nicht wirklich stören oder beeinträchtigen wird. Für mich viel wichtiger jetzt bei einem Shifter, bei einer Shifter- oder Handbrake-Aufnahme ist der Aspekt, dass wenn ich jetzt hier so eine Handbremse ziehe, wenn ich eine Handbremse hier so ziehe, dass ich jetzt in diese Richtung, in die ich ziehe, nicht den kompletten Flex der Aufnahme habe, wo dieses Ding dann nachgibt, sich mitbiegt. Du hast dann ungenaue Punkte, es ist schwerer zu dosieren, wenn dann immer zu deiner Aufnahme hier mitflext. Und hier hast du eben mit dieser Aufnahme, mit dieser Abstützung nach unten keinen vernehmbaren Flex und in meinen Augen ist dies perfekt gelöst. Über die Ergonomie haben wir bereits gesprochen, hier wunderbar gelöst in meinen Augen. Und viel mehr Spannenderes gibt es nicht zu berichten. Beim Simetic K2R eine knackige, gute Fußablage bzw. Pedalaufnahme, entsprechend stabil, um auch mit kräftigen Low-Zell-Pedalen unterwegs sein zu können. Ich empfehle euch immer hier bei der Montage des Sitzes, die auch sehr einfach wiederum über Querprofilstreben gelingt, kompatibel mit jedem Sitz ist, zwischen deinem Rig und deinem Sitz hier einen Sitzslider mit diesen seitlichen Seat Brackets einzupflanzen. Diese Dinger kosten in der Kombination einen Sitzslider, den könnt ihr ab 40 Euro kaufen, die Sitzbrackets auch ab 40, 45 Euro. Investiert diese 80, 90 Euro, um dann hier ganz entspannt mit dem Seat nach hinten oder nach vorne sliden zu können. Das ist sehr hilfreich in Sachen Ergonomie. Wenn ihr aus dem Rig wieder aussteigen wollt, hier kurz zurücksliden, könnt entspannt raussteigen. Beziehungsweise wenn ihr euer Rig mit jemandem teilt oder wie bei mir jetzt hier im Testcenter, wo verschiedene Leute verschiedener Größen klarerweise diese Dinger testen, ist das unumgänglich, hier mit einem Sitzslider an den Start zu gehen und sich diese ganze Schrauberei natürlich sparen zu können. Das soll es gewesen sein jetzt von dem Rennstreckentest. In meinen Augen eine gute Idee jetzt hier entsprechend einer Hybridkonstruktion wie bei den Pedalen auch hier so eine Strebe einzuziehen, die in meinen Augen jetzt ins Gesamtkonzept des Simetic K2Rs gut reinpasst. Ich finde nicht störend, ordentlich sauber pulverbeschichtet. Dicke Flanschplatten hier mit 1 cm oben 6 mm. Perfekte Ergonomie, über die Schräge alles anpassbar, nach innen zu setzen, nach außen zu setzen. In meinen Augen ein klares Go. Dieses Ding kostet um die 65 Euro, soweit ich weiß, ist in Kürze verfügbar. Und ich würde jetzt sagen, wenn dir jetzt Shifter Handbrake Montage wichtig ist, ist das auf jeden Fall eine Option, die du ins Auge fassen solltest, um hier komfortabel, ergonomisch und zugleich stabil unterwegs sein zu können. Ich drehe jetzt mal diese Runde noch fertig und dann fassen wir das alles im Anschluss noch zusammen. Zurück von der Rennstrecke, weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Sämtliche Pros und Cons habe ich im damaligen Review zum Simetic K2R beleuchtet. Holt dieses Review vor circa 1,5 Jahren, wie bereits erwähnt, bei Bedarf nach. In Sachen neuer Sidebar bringt Simetic eine sinnvolle Option ans Cockpit, die das Hybridkonzept aus Rechteck- und Aluprofilen unterstreicht. Die Positionierung von diverser Peripherie über die Sidebar gelingt in meinen Augen ergonomisch besser. Durch das mit dem Grundrahmen verbundene Aluminiumprofil gibt es in Sachen Abstützung und somit Stabilität einen weiteren Pluspunkt zu verzeichnen. Zusammengefasst bietet Simetic mit dem K2R Cockpit eine preislich erschwingliche und zugleich stabile Lösung für die Befestigung jeglicher Simracing-Peripherie. Nach über 1,5 Jahren Simetic K2R im Langzeittest bei mir kann ich nach wie vor eine Kaufempfehlung für dieses Cockpit aussprechen. Wenn du nach einem stabilen und zugleich aufgeräumten Cockpit-Design suchst und von reinen Aluminiumprofil-Rigs Abstand nehmen möchtest. Mit der neu hinzugekommenen Sidebar sollten zusammen mit den anderen optional erhältlichen Accessoires keine Wünsche in Sachen Peripheriemontage offen bleiben.
Vor dem Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom Simetic K2R Cockpit haltet. Und ich würde mich freuen, wenn du einen Like oder ein Abo dalässt. Kapitel Nummer 9, der Ausblick. Weiter geht's mit dem Review zu den neuen Fanatec Elite V2 Pedalen. In Sachen Sitz gibt's ein spannendes Projekt. Der Rennsitz C1 Cold Fusion von Eau Rouge kommt mit Sitzbelüftung daher und ich werde euch demnächst auch dazu ein Review ins Haus liefern. Viel zu tun und Anfang Dezember geht's zur Simracing Expo in Nürnberg, auf der wir uns dann hoffentlich treffen werden. Alternativ kommt bei mir im Testcenter vorbei, das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Abo und Like bitte nicht vergessen, unterstützt meinen Kanal. Ich freue mich, danke dafür, euer Ron.